Moin Moin und willkommen hier zu unserem großen Rädervergleich. Ja, wie ihr seht, haben wir hier schon eine Vielzahl an Rädern aufgebaut. Es gibt ja auch viele Trolleys, wie zum Beispiel ein Transportroller, ein Kofferroller, aber auch ein Zeitungsroller. Wir konzentrieren uns hier aber auf folgende Räder. Und zwar haben wir einmal dieses kleine süße 15 cm Rad im Durchmesser, dann das Luftrad mit Kugellager 25 cm, das große Kunststoffrad auch mit Kugellager 29 cm und dann der Spezialfall, das Treppensteigerrad mit 3×13 cm im Durchmesser. Ja, das kleine Rad hier hat seine Vorteile ganz klar auf der glatten Straße. Für den täglichen Einkauf ist es daher ideal. Sobald ihr allerdings auf Feldwege kommt oder Waldwege kommt, wo es ein bisschen matschiger ist, da sehe ich dann eher Nachteile. Gerade weil die Tasche, die ihr dann dabei habt, dem Boden doch recht nahe ist, da besteht natürlich Verschmutzungsgefahr. Und ihr braucht ein bisschen mehr Kraft, gerade wenn der Weg nass ist. So Kieswege, da ist er wieder ganz okay. Wo er nicht so ideal ist, ist im Bereich der Treppe, auch gerade deswegen, weil die Räder halt so klein sind, sehe ich dann Nachteile für ältere oder gebrechliche Leute, weil man muss dann auch schon ein bisschen Knöpfe in den Armen haben, ein bisschen Kraft aufwenden. So ist es auch im Bereich des Bürgersteigs. Klar, die Schwelle habt ihr schnell überwunden, aber auch da müsst ihr schon kräftiger ziehen. Ja, Vorteile, wie schon gesagt, glatte Straße, glatter Weg und natürlich großer Vorteil weiterhin ist der Preis dieses Rades. So, hier unser nächstes Rad ist das Luftrad mit Kugellager, Durchmesser 25 cm. Ja, für mich ein wahrer Allrounder im Bereich Matsch oder Feldweg ideal. Baumwurzeln, Pfützen oder auch größere oder kleinere Steine nimmt dieses Rad wirklich problemlos. So ist es für mich auch bei Straßen, ob ihr nun Kurven fahrt oder geradeaus, ist überhaupt kein Problem. Auch gerade durch das Kugellager ist es sehr leise und leicht laufend. So verhält es sich auch bei dem Kiesweg, also ist ähnlich wie auch bei der Straße. Im Bereich Bürgersteig oder Bordstein, auch da merkt ihr kaum was beim Hochziehen. Der Luftdruck sollte allerdings stimmen, also 1,2 Bar solltet ihr maximal reinfüllen. Im Bereich der Treppe, ganz großer Vorteil, dieses Rad ist wirklich sehr, sehr leise und auch beim Hochziehen sehr, sehr leicht. Auch ja, ist aufgrund der Luft geschuldet. Und naja gut, es ist etwas teurer, dieses Rad, muss ich zugeben, aber dafür bringt es auch sehr, sehr viele Vorteile und für mich ja ein wahres Allround-Genie. Kommen wir jetzt zum nächsten Kandidaten, dem 29 cm großen Softrad mit Kugellager. Ja, dieses Rad hat ganz klar seine Vorteile bei Hindernissen, Baumwurzeln zum Beispiel oder auch tiefere Waldwege, nimmt er ohne Probleme. So auch im Bereich Bürgersteig. Also da ja, habt ihr wirklich wenig Widerstand und könnt somit auch dieses Hindernis gut überwinden. Treppenstufen ganz genauso. Auch aufgrund der Größe merkt ihr kaum den Trolley hinter euch. Kleiner Nachteil ist es ein bisschen lauter als das Luftrad, aber ansonsten auch optimal gut zu verwenden. Wo ich den Nachteil sehe, ist im Bereich offener Straße, also nicht auf gerader Strecke, sondern im Bereich Kurve. Da hakt es manchmal ein bisschen, reibt sich dann auch relativ schnell ab. Das ist auch aufgrund des Gewichtes halt, ne? Aber ansonsten ist für mich dieses Rad auch für den alltäglichen Einkauf, für den täglichen Gebrauch oder auch mal für den Ausflug wirklich optimal. Ja, unser nächster Kandidat ist hier das Treppensteigerrad, 3×13 cm im Durchmesser. Auf der Straße ist dieses Rad auf gerader Strecke durchaus zu gebrauchen, überhaupt kein Thema. Kurvenfahrten allerdings finde ich nicht ganz so optimal, gerade weil es nicht lenkbar ist. Die Reifen nutzen sich dadurch relativ schnell ab. Ja, Feld- und Waldwege, auch hier tiefes Geläuf ist nicht der Untergrund für dieses Rad. Ihr fahrt euch relativ schnell fest und auch das Rad ja, verschmutzt schnell. Das ist natürlich ein Problem, auch gerade die Reinigung ist nicht ganz so einfach. Was allerdings sehr positiv ist, sind zum Beispiel die Baumwurzeln. Die nimmt er ohne Probleme. So ist es auch im Bereich des Bürgersteigs. Dieses Rad ist ja wirklich dafür gemacht, um Hindernisse zu überwinden. Schafft er ohne Probleme. Treppenstufen genauso. Leichtläufig, schnell, kein Problem durch diese Übersetzung. Was allerdings ein kleiner Nachteil ist, die Räder sind relativ laut. Wenn ihr im Mehrfamilienhaus wohnt, könnte schon mal stören, wenn ihr da zur Mittagsstunde dann
Treppen hochlatschen müsst. Aber ansonsten, ja, hat dieses Rad sicherlich auch Nachteile, aber zum täglichen Gebrauch finde ich es durchaus nutzbar. Ja, jetzt sind wir eigentlich auch schon am Ende. Ihr seht hier nochmal alle Räder aneinandergereiht. Jedes Rad hat hier auch seine Vor- und Nachteile. Dieses kleine Rad zum Beispiel ist für den täglichen Einkauf ideal. Hier natürlich der Kandidat Treppensteiger, wie es schon sagt, für Treppenstufen oder auch andere Hindernisse gut geeignet. Hier das große Kugellagerrad für Feld- und Waldwege optimal. Und dieses Rad, ein Allrounder, ist eigentlich für fast alle Untergründe optimal. Ja, das war es auch schon von meiner Seite. Ich sage mal vielen Dank fürs Zugucken und fürs Lesen des Beitrags und bis demnächst.